Hallo liebe Zuschauer, ich möchte euch heute was vorstellen, weil ja nun bald Ostern ist, möchte ich gern einen Hasen aus Ton modellieren und einen Hasen backen im Hefeteig. So mal zum Vergleich. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Die modellierte Version haben wir schon fertiggestellt, da gab es schon ein Video dazu, hier nochmal ein Link. Den könnt ihr dann oben rechts nochmal sehen. Und jetzt kommt die Hefeteig-Version. Dazu habe ich meinen klassischen Hefeteig gemacht. Da mache ich auch nochmal einen Link dazu unten und mache unten in dem Kästchen werde ich natürlich nochmal das Rezept reinschreiben. Das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ganz klassischer Hefeteig. Der ist hochgegangen 2 Stunden. Aus dem forme ich jetzt schöne, wunderbare Häschen. Als erstes habe ich den hohen Hasen versucht nachzumachen und forme jetzt im Prinzip so eine Art großen Pfannkuchen. Manche sagen auch Berliner, manche sagen Krapfen. So in dieser Form forme ich den jetzt und mache dazu einen kleinen Kopf. Trenne jetzt hier ein Ei von dem Eigelb und das Eigelb nehme ich sozusagen als Kleber. Da mache ich jetzt das kleine Schwänzchen hinten ran schon, das kann man ja alles schon mitbacken. Nur den Kopf, den backe ich noch extra. Das wird wahrscheinlich nichts, das wird eher herunterfallen. Deswegen habe ich das jetzt alles extra geformt, aufs Blech gelegt, teilweise schon verbunden und dann nochmal hochgehen lassen. Ja, das kann man ja nochmal sehen. Und dann mache ich natürlich schon die flache Version. Die sieht man da auf dem Brett schön liegen. Dazu rolle ich diesen Teig schön aus, so möglichst so flach wie möglich. Das bei Hefe geht, der ist schon wunderbar hochgegangen, das war echt schwer. Dann habe ich ein Glas genommen, habe 4 solche runden Teilchen ausgestochen und forme dann die Ohren, die ich dann immer mit dem Eigelb, den sogenannten Kleber, da sieht man den schönen flachen Hase nochmal, den versuche ich jetzt nachzumodellieren. Es ist nicht so ganz einfach im Hefeteig, weil der ganz weich und fluffig ist und der geht so hoch, das ist der Wahnsinn. Das ist kein Vergleich mit Ton, aber es geht. Also den Kleber nehme ich da das Eigelb und dann geht das jetzt hier im Schnellverfahren zu sehen, wie ich das gemacht habe. Die Ohren geformt habe, die Nase geformt habe und immer mit dem Eigelb als Kleber angeklebt habe. Natürlich muss Hefe auch immer ein bisschen ruhen, das ist ja ganz wichtig. Also wenn ich mit ihm da so rumknete und mache und tue, muss ich ihn aufs Blech legen. Dann mache ich da natürlich nochmal ein Tuch drüber und lasse ihn nochmal mindestens 20 Minuten in Ruhe, damit es schön hoch geht und dann kann man ihn backen. Ich habe noch versucht, ein kleines Schleifchen unten drunter zu setzen, damit er nicht ganz so langweilig wird, weil er wird natürlich nicht so wunderschön wie mein modellierter Hase. Ihr seht es, ich habe da was versucht. Das sieht auch hinterher ganz toll aus. Jetzt kommen alle Osterhasen in den Backofen, 180 Grad, 25 Minuten. Dann sind sie wunderschön und fertig. Hier sieht man sie, da gehen sie hoch. Bums, fertig. Oh. Oma Trude sagt, die sehen wunderbar aus, schön hochgegangen, sehr schöne Hefeteilchen. Man sieht es, hier ist der Körper, das Schwänzchen ist dran und da kommt der Kopf oben drauf. So, wenn wir das jetzt mal versuchen, wie das funktioniert, war nicht so ganz einfach. Als erstes habe ich die flachen Hasen gemacht. Ich habe ganz normale Zuckerglasur gemacht, also mit Puderzucker, ein ganz wenig Wasser in eine Tülle rein und versucht damit zu malen. Das ist nicht so ganz ohne und war sehr, sehr mühsam. Man sieht es hier im Zeitraffer. Ich habe es irgendwie hinbekommen. Es sieht so ansatzmäßig aus wie ein Hase. Dann habe ich diese anderen verbunden, auch mit dieser Zuckerglasur, dass dieses Köpfchen da oben drauf ist, damit es erstmal fest wird und weggestellt. Nachdem ich die 3 dann die Hasen soweit fertig hatte, miteinander geklebt habe, habe ich noch eine Schokoglasur gemacht aus Nutella und Schokolade und
Puderzucker und auch ein bisschen Wasser, sodass es da wieder wie Schokoladenfarbe wird, dass ich damit malen konnte. Malen, es ist ein Witz, das kommt da raus. Man kann es sehen, das bleibt zäh in der Tülle hängen. Es war echt schwer, aber es ist so einigermaßen, also essen kann man sie super, die schmecken super lecker, egal wie es danach aussehen. Aber sie sehen witzig aus. Das ist uns auf jeden Fall gelungen. Ja, und, diese gleiche, wie soll man sagen, Schokoladenfondant oder wie man das nennt, das habe ich auch genommen, um die anderen damit zu füllen. Ja, ich wollte mit Absicht eigentlich auch keine Lebensmittelfarbe nehmen, gar nichts, was so schön in der Tube ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, aber das geht auch so. Man sieht es, man kann das wirklich mit Kindern auch machen. Also, ich denke, da hat man wirklich einen Heidenspaß, wenn man das da aus dieser Tülle rausdrückt und eine schöne Sauerei ergibt. Das macht richtig Spaß. Wenn man es nach einer Weile raus hat, dann ist das wirklich genial. Also, hier sieht man es noch mal im Schnellverfahren, dass ich da irgendwie da meine Punkte und Striche drauf gekriegt bekommen habe, sodass man auch sieht, dass es ein Hase sein soll. Ja, und hier jetzt habe ich ja meine anderen Pfannkuchen, die habe ich jetzt gefüllt mit dieser Masse und habe immer den Zahnstocher genommen oder den Schaschlikspieß, um da ein bisschen, dass da mehr reingeht, ne? Deswegen habe ich das ein bisschen aufgedehnt und habe dann gleichzeitig die Augen damit angemalt. Immer gefüllt und damit sind mega lecker geworden. Sie sehen nicht unbedingt aus wie ein Hase, aber sind mega lecker geworden. Hier habe ich jetzt die Ohren versucht. Ich habe lange gerätselt, was nehme ich denn dafür? Mir fiel dann ein, ich habe noch Milky Ways. Die habe ich jetzt durchgeschnitten und wie ein Dreieck geschnitten, damit es aussieht wie ein Ohr und habe die versucht mit Schokolade da oben festzumachen. Und dann macht's Bing und es kippte herunter. Klasse. Aber ich habe hier immer Zahnstocher im Haus. Bing, da ist es runtergefallen. Ich habe immer Zahnstocher im Haus, also habe ich dann wieder diese zur Hilfe genommen. Das dauert dann halt leider sehr lange, bis das dann fest wird. Aber es ist irgendwann fest geworden mit Zahnstocher. Da könnt ihr es nochmal sehen, habe ich es fixiert. Schaschlikspieße sind das. Und da sieht man, wie ich diese Hasenohren ganz schnell in Dreiecke geschnitten habe und an den anderen rangesetzt habe. Aber wenn man ein bisschen Geduld hat, funktioniert das wunderbar und es sieht nachher so einigermaßen aus wie ein witziger kleiner Osterhase. Mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht, sich da irgendwie was einzufallen lassen, erst das in Ton zu modellieren und dann in Hefeteig umzusetzen, was natürlich nicht so ganz einfach war, die Aufgabe. Aber seht selbst, so schlecht ist das Ergebnis nicht, oder? Hase, Erna ist geworden, Emil, Willi und Jane. Sind die nicht klasse, diese Stars?